they say, let there be light. Dann sagen sie, let there be light, lass da Licht sein. You can make light with sound, but I don't know of experience where they make sound with light. Es kann Licht über Klang produziert werden, aber er hat noch nicht herausgefunden, wie das funktionieren soll mit Klang über Licht. Yeah. When you put certain frequencies in water, there is a cavitation phenomenon, and that generates light that comes out. Wenn bestimmte Frequenzen aufs Wasser übertragen werden, wird das Wasser biolumineszent. And water, we think that like plants need fertilizers and molecules but in reality it needs in reality plants, even we think we are 70% made of water. We think we are 70% made of water. Wir sind immer davon ausgegangen, dass wir me dit juste la fin. On pense qu'on est fait de 70% d'eau à 70% water. Ja, weil wir aus 70% Wasser in mass, in mass, kilo. In Mass. In Gewicht. Yeah, but in reality we are 90% water in volume. Nur vom Volumen her sind wir über 90% aus Wasser. Because the water molecule is big. Weil das Wassermolekül groß ist. And so we are 90% water. Everything else is just a little bit of ash, of powder. Das sind also weit über 90% Wasser und der Rest ist einfach nur so ein bisschen. It's like you have sand. If it's dry, you cannot put form. Wie werden Sie zum Beispiel einen Sandhaufen haben, wenn der trocken ist, können Sie dem keine Form geben. But when you put water with the sand, you can make a castle or form. In dem Moment, wo er feucht ist, können Sie eine Sandburg bauen oder den modellieren, wie auch immer Sie das wollen. We are also like this. Every atom is surrounded with water. That fixes. Wir sind vergleichbar damit. Bei uns ist auch jedes Atom von Wasser umgeben. And you can, with certain frequencies, like on sand or on water, you can make appearing shapes. Und wenn Sie einen Frequenzgenerator nehmen und Sand oder Wasser, können Sie mit verschiedenen Frequenzen verschiedene Filterformen entstehen lassen. So there is a kind of energy everywhere, like magnetic energy. Es gibt also definitiv eine Art Energie, die überall vorhanden ist, wie auch Magnetismus zum Beispiel. And the idea, what I think, is that you put form in that soup of energy with frequencies. Und die Idee ist, dass in diese Energiesuppe, diese Frequenzsuppe, Form eingebracht wird durch Frequenzen. Otherwise, we would not see difference between you and me. We would be a soup of energy. Ansonsten würden wir da keinen Unterschied zwischen Ihnen und mir sehen, sonst ist es einfach nur eine große Energiesuppe. So the importance to have a nice form, you need the right frequencies. Otherwise, you create chaos. Also das Geheimnis, um eine bestimmte Form zu haben, eine schöne Form zu haben, ist die richtige Frequenz. Mit der falschen Frequenz entsteht Chaos. And even with the sound frequency, it creates movement. It's not fixed. It's always in movement, like a spiral. Und mit einer festen Frequenz können Sie auch Bewegung erzeugen, wie zum Beispiel hier das Wasser auf der Platte, die zwar eine bestimmte Frequenz abgestrahlt kriegt, aber das Wasser sich dreht. And the idea is that we, as a material, in the material world, if we look at now directly, it's like we are a photograph of that moving of that energy. Und die Idee ist, dass wir quasi jetzt in dem Moment wie ein Abbild, eine Fotografie sind von dieser Energie, die sich da bewegt. Yeah, because if we change the energy, we will change of form or a change of. Wenn wir die Energie verändern, die Frequenz verändern, verändern wir auch die Form. Yeah.
And the frequencies, they come from, you have frequencies coming from the cosmos, from everywhere in space. Frequenzen, die aus dem Weltall einstrahlen. They create clouds, they go into the water of the atmosphere. You have always also the element of water. That is like an antenna and kind of amplification. In der ganzen Atmosphäre Wasser, was auch wie eine Antenne wirkt. The clouds are also formed partly by the cosmic rays. Wolken sind auch teilweise durch die kosmischen Strahlen entstanden. The thunder too, that's also a relation with the cosmic strahling. Auch Donner ist damit verwandt. When we speak about electricity, it's moving of electrons, and it's always in relation with frequencies. Wenn wir zum Beispiel über Elektrizität sprechen, geht es um die Bewegung von Elektronen und automatisch schon wieder um Frequenzen. An example. 50 Hertz in der Steckdose. Yeah, it's 50 hertz, our electricity, but in natural electricity, thunder, you have also a lot of frequencies. It's not just one frequency, it's a lot more complex. Und die Elektrizität, die in der Natur entsteht, natürliche Elektrizität, hat nicht nur eine Frequenz, sondern sehr viele Frequenzen gleichzeitig. If they take the experiment, if you take just water that you make chemically with oxygen and hydrogen together, wenn Sie synthetisches Wasser herstellen, das heißt, Sie nehmen im Labor Wasser und Sauerstoff, and you put a fish in the water, the fish die instantly. Und Sie haben Wasser, wo Sie keinen Unterschied sehen, nur eben künstlich hergestellt im Labor. Und Sie bringen ein Lebewesen, zum Beispiel einen Fisch, in dieses Wasser ein, wird das sofort sterben. Yeah. Then you think maybe it's because there is no oxygen. Then you mix it. So, dann kam natürlich die Idee, die Versuche wurden in Labors gemacht. Das liegt vielleicht daran, dass kein Sauerstoff im Wasser ist, also wurde Sauerstoff zugeführt. But you do again a fish in it, it die instantly. Wieder ein Fisch rein, wieder der Fisch tot. But when you take that water and you put it outside in the sun, in the light, a few days, then afterwards the fish will live in the water. Stellen Sie aber dieses künstliche Wasser raus in die Sonne für mehrere Tage, können Sie den Fisch dann danach beruhigt reintun, der wird es überleben. And even if it's not in the sun but outside, there's cosmic rays that is not visible light. Wenn es kein Sonnenlicht wäre, also bewölkt wäre, genügt das, wenn es draußen steht, weil auch mehr als genug kosmische Strahlung hier ankommt. Yeah, that is very important for life. Die sehr wichtig für das Leben ist. And with special tools you can amplify those cosmic rays. Mit speziellen Geräten kann man diese kosmischen Strahlen verstärken. And when they do that on water and they give the water to rats or laboratory rats. Und wenn man das macht und dann wurde das Wasser an Laborratten. Then the water has a lot of energy with when you amplify that energy. Wasser war stark energetisiert. And then the rats never get sick in laboratory. Even if they try to make them sick, they cannot get sick. Das Resultat war, dass die Ratten nicht krank gemacht werden konnten. So if what is important to know too is you have bacteria, sickness, disease, but to make them able to live or develop, they need a weak environment or weak organism. Bakterien, Pilze, Krankheiten generell wachsen lassen zu können, damit die stark werden, muss das umgebende Feld ebenfalls passen, für die harmonieren, was für uns eine Disharmonie ist. So. Das heißt, wenn wir schwach sind, ist das gut für die jeweilige Krankheit in dem Fall. When you have more energy, you can be in contact with whatever bacteria, you will not get sick. Und wenn Sie von gutem Zustand sind, wenn Sie energetisch stark sind,
werden sie auch nicht krank, egal mit was sie es zu tun haben. And for the plants, it's the same. Und das gilt natürlich auch für die Pflanzen. And when a farmer asks to me, I have this disease or this disease, what can I do? I don't care very much which disease he has, because with all tools to, I don't really care which disease he has. Ja. Wenn er zu Landwirten kommt und sie reden über die jeweiligen Krankheiten, der eine hat das Problem, der andere hat jenes Problem. Then I always advise techniques to increase the energy, the vitality and the energy with all the tools I will continue to explain. Dann macht er im Regelfall immer den Vorschlag als allererstes mal, dass die umgebenden Energien wieder auf Vordermann zu bringen, weil im Regelfall dann der Rest von alleine passiert. Disease is always a lack of harmony and a lack of energy. Krankheit ist im Regelfall ein Mangel an Harmonie und Energie. Yeah, and when you increase the energy and harmony, the disease disappears by itself. Und in dem Moment, wo sie hergehen und Energie und Harmonie wieder ins Gleichgewicht bringen, die verstärken, geht die Krankheit von alleine. Yeah. So in biodynamic ideas, they mix the water, they make vortices or Schauberger. He's explained a lot about vortex. In der Biodynamik wird auch viel mit Wirbeln gearbeitet. Schauberger, sehr bekannt. Yeah. You find that everywhere energy doesn't flow in straight lines. It's always, if it's water or electricity or whatever, even the planets around the sun flows in the space and the planets also like this. In der Natur kommen natürliche Wirbel überall vor, ob das Wasser ist, Energie, Strom, selbst unser Planet dreht sich ja nicht einfach nur um die Sonne, sondern das Ganze bewegt sich ja, das heißt, die Drehung wird automatisch zur Spirale. Ja, ja. Everything we built, yeah. And in space it's also like this, yeah. Und nicht nur auf der Erde, auch im All. And when you make a vortex with water, it creates also an electricity current inside the water. Wenn Sie hergehen und Wasser wirbeln, entsteht im Wirbel ein Strom, ein messbarer Strom. And you will have electricity that comes from outside the atmosphere in the vortex. Es werden Elektronen in das Innere des Vortexes angezogen. And frequencies, when you talk about electricity, it's also frequencies because it carries important frequencies. Und natürlich auch Frequenzen, weil Strom ja auch wieder ein anderer Ausdruck für Frequenzen ist. And then comes also the idea that our brain, it's constantly producing with our thoughts, the activity frequencies, electromagnetic frequencies. Unser Gehirn produziert ja kontinuierlich durch unsere Gedanken Strom, also elektromagnetische Frequenzen. And also our heart, the electromagnetic field of our heart is even a lot stronger than the one of our brain. Und das macht natürlich auch unser Herz, und das elektromagnetische Feld des Herzes ist wesentlich stärker als das des Gehirns. Yeah. And in our heart you have the flow of our blood. So, und durch das Herz fließt ja eine Flüssigkeit, unser Blut. The vortices, you have everything. You can find that back. So, können Sie sich denken, wo diese Kraft herkommen könnte. Betonung auf könnte. Das ist keine Annahme. And so when you work with vortices, it's also important your own energy and thought, because it will like program the water. The water will record. Wenn Sie mit Wirbeln arbeiten bzw. mit Wasser, ist Ihre Eigenenergie, Ihre Gedanken, Ihr Zustand sehr wichtig, weil das Wasser dieses quasi wie ein Kassettenrekorder aufnimmt. Das Wasser zeichnet Ihren emotionalen Zustand auf. Maybe there are only a few people that can move a piece of rock from one place to another by his thought, by telekinesis. Only a few people, but almost all the people
can influence by thought frequencies because it's directly measurable. Es ist also nachweisbar, dass jeder Frequenzen beeinflussen kann durch seine Gedanken. Ist das stark ausgeprägt, redet man dann von Telekinese. Ja. Dass sie Gegenstände bewegen können. Because everything is there are even yogi that can make fire just with the energy of their hand. Also, es gibt also nachgewiesenermaßen Yogis, die Feuer machen nur durch Hand aufhalten. Now, how you can increase those energies or natural electricity? I will talk about natural electricity. Erklärt Ihnen jetzt, wie Sie diese natürliche Elektrizität fangen, verstärken, nutzen können. An example, when you have un paratonnerre sous les églises ou les maisons pour capter la foudre. Wenn Sie zum Beispiel auf einem hohen Gebäude, Kirche, wo auch immer, einen Blitzableiter sehen. When that thunder, ce système est connecté à la terre, les plantes autour, on a remarqué que les plantes poussaient beaucoup mieux. Man hat festgestellt, dass da wo der Blitzableiter in den Boden geht, das Pflanzenwachstum verstärkt ist. Ja. And so one of the applications is to put rods like this. In the 100 years ago, they used this. Eine der Applikationen wäre, wie vor 100 Jahren schon, diese in the fields, like 10, 20 in 1 hectare. Like 10, 20 of those antennas on 1 hectare, or you can put as much as you want. Und das was vor 100 Jahren gemacht wurde, mit diesen Drähten oben dran, Stahlstäbe in den Boden einbringen, mehrere Dutzend pro Hektar, hat ihn zu der Entwicklung von seinen Erdmagnetantennen, die eingegraben werden, veranlasst. They could increase the growth or the fertility, the growth of the plants and the yields by 30 to 100% or double. Und es wurde damals schon ein stärkeres Wachstum also eine größere Ernte von 30 bis 100% erreicht. The higher the antenna, the more electricity you will collect. Und je höher die Antenne geht, it will work. Umso stärker ist der Effekt. Yeah. If there are trees around, a tree has almost the same effect. Ein Baum hat einen sehr ähnlichen Effekt auf die umgebende Natur. In reality, each plant has stings or des points, des petits poils qui collectent l'électricité de l'air. Bei genauer Betrachtung sieht man, dass alle Pflanzen in der Natur irgendwo Spitzen, Nadeln, Mixer oder die Form haben, die man braucht, um elektrische Elektrizität aus der Umgebung aufzunehmen. And it brings that energy in the field and it makes all the other plants grow better, like a tree. Die dann wieder unten über die Wurzeln in den Boden geleitet wird. There was a research in France where they put one tree on 1 hectare of land, or 1 oak tree, for example. Ein Experiment wurde in Frankreich gemacht, wo auf 1 Hektar ein Baum gepflanzt wurde. And the yield of the hectare of wheat, for example, is always bigger when there is 1 tree than when there is nothing. Und es wurde festgestellt, wenn da ein Baum auf dem Acker steht, ist der Ertrag auf dem Acker immer höher als auf dem Acker nebendran ohne Baum. And we have to look to nature different than we are used to. We think, there is a tree, under the tree it grows less. I will cut the tree so I will have more yield, but that's not true. Ja, wir müssen hergehen, wieder mit der Natur arbeiten und nicht, oh Gott, auf meinem Acker steht ein Baum, unter dem Baum, die 5 Quadratmeter, da wächst weniger, der Baum muss weg, das beeinflusst den ganzen Acker. Ja. Because of that energy that it collects and it feeds like this. Wegen eben dieser Energie, die über den Baum in den Boden eingebracht wird.
if you cut all the trees, you create a desert. Yeah. Wenn Sie alle Bäume abschneiden, generieren Sie eine Wüste. But when you put trees, it will also attract and regulate the rainfall, the climate, everything. Und wenn Sie Bäume pflanzen, wird das auch wetterverändert werden. Yeah. Another example, when you collect a kind of antenna like this two metal plates with beeswax. Wenn Sie so eine Antenne zum Beispiel an zwei Metallplatten anschließen, die durch Bienenwachs voneinander getrennt sind. Yeah. And you collect the other side of the plate that on the beeswax in water. Und Sie verbinden die eine Metallplatte mit der Antenne und die andere Metallplatte mit einem Draht, in the water. Den Sie ins Wasser stellen. And after a certain time, the water will charge itself with certain cosmic energy. Und nach einer bestimmten Zeit wird das Wasser stark energetisiert mit kosmischen Energie. Yeah. You cannot measure with today's tools. You cannot measure electricity. Und das können Sie mit den modernen Messgeräten nicht nachvollziehen. Yeah. But when you spray the water on like potato